Viele Manga-Zeichner erreichen niemals Ruhm. Umso bitter ist es jedoch, beliebte Mangaka scheitern zu sehen und ein One-Hit-Wonder zu bleiben. Nicht jeder Mangaka kann sein wie Urusawa Naoki, der neben Monster einen Megahit nach dem anderen schrieb, wie Pluto, 20th Century Boys und Billy Bat. In der Regel kommt nach dem Mega-Erfolg leider der traurige Absturz. In diesem Video widme ich mich den größten Misserfolgen beliebter und berühmter Mangaka. Wir fangen seicht an mit Akasaka Aka, dem Mangaka von Kaguya-sama, Love is War, hat nach dem Sensationshit einen neuen Mega-Erfolg als Autor von Oshinoko feiern können. Während der Veröffentlichung von diesem schrieb er jedoch noch einen weiteren Manga namens Love Agency. Dieser wurde trotz seinem großen Namen nach bereits 39 Kapiteln wieder eingestellt. Die Geschichte hatte ein interessantes Konzept, verlor jedoch schnell den Fokus, was sich meines Erachtens auch negativ auf Oshinoko auswirkte, was ebenso am Straucheln ist. Der Mangaka Kawamoto Homura, Autor von Kakegurui, Compulsive Gambler, hatte wohl einen der größten Misserfolge mit seinem Werk The Killer of the Reincarnated, Sheet Slayer, welches nach dem ersten Kapitel bereits eingestampft wurde. Aber warum? So schlecht kann er doch gar nicht gewesen sein, oder? Dieser Manga handelte davon, dass der Protagonist berühmte Parodien anderer Isekais zur Rechenschaft bringt. Aufgetaucht in der Geschichte sind unter anderem Subaru aus Re:Zero, 1 Old Gon aus Overlord, der verdächtig so aussieht wie Ilias Ainsworth aus The Ancient Magus Bride und zu guter Letzt Kirito aus Sword Art Online, um nur einige der vielen Parodien aufzuzählen. Inhaltlich war es ein Rachemanga, der diese Charaktere beschuldigte, einfach nur Massenmörder zu sein, gespielt mit Szenen, in denen diese Frauen vergewaltigen und ungestraft davonkommen aufgrund ihrer Fähigkeiten. Die Parodien sehr vieler geliebter Charaktere gingen dementsprechend den Lesern und treuen Fans der Serien zu weit und diese bombardierten das Sektorat mit Beschwerdebriefen, weshalb der Manga aus Angst- und Copyright-Gründen sofort wieder eingestellt wurde. Ich persönlich finde, dass das Konzept durchaus Potenzial hatte, jedoch wirklich ohne viel Bemühungen lieblos umgesetzt wurde, sodass die Charaktere nicht einmal annähernd ihren Originalen entsprachen. Homura schien auch grundlos einige Serien mit einzubauen, die er schlichtweg persönlich hasste, wie der Reverse Isekai Restaurant to Another World, weil der Anime zur gleichen Zeit wie seiner lief. Shimabukuro Mitsutoshi ist der Mangaka von Toriko, womit er durchaus Erfolg Anfang der 2000er feierte, mit einem eher den 80er angelehnten Stil. Sein Nachfolgewerk Build King blieb weiterhin in der Vergangenheit stecken und wirkte selbst für Fans wie ein schlechterer Abklatsch seines einstigen Erfolges und somit weder neue noch alte Fans gewinnen konnte. Den Gnadenstoß seiner Karriere verpasste er sich selbst, als er aufgrund mehrerer Fälle unzüchtigen Verhaltens gegenüber Minderjährigen angeklagt und entsprechend bestraft wurde. Build King ist seitdem sang- und klanglos beendet worden. Yabai Yoshio ist der Mangaka von dem eher unbekannten Manga Bubububububububu, der sogar 2 Anime-Staffeln erhalten hat und sogar seinen Weg zumindest nach Amerika fand, wo das Werk aufgrund seiner merkwürdigen Art eine treue Fanbase fand. Sein nächstes Werk Shagicha wurde bereits nach dem 8. Kapitel beendet, weil die Reaktionen auf den Anfang desaströs waren und er somit den Rekord hält für den Manga mit den wenigsten Zuschauerstimmen im Ranking des Magazins Shonen Jump. Oh Great hat nicht nur einen außergewöhnlichen und coolen Namen, sondern ist auch der Mangaka von Air Gear. Mit seinem nächsten Werk Bjork Trinity konnte er jedoch nicht an seinen einzigen Erfolg anknüpfen. Die Zeichnungen hatten sich zwar deutlich verbessert, die konfuse Geschichte des Autoren Majiro Utaro fand jedoch keine Gegenliebe. Die Geschichte wurde zwar beendet, jedoch kam das Ende schneller als vorab angedacht, was man dem Werk auch deutlich anmerkt. Jetzt zeichnet Oh Great zum Segen seiner Fans die Adaption der Monogatari-Serie vom legendären Autor Nisio Uesugi und glänzt mit seinen eindrucksvollen Zeichnungen. In diesem Sinne ein eher glückliches Ende für alle Beteiligten. Narita Rugo sitzt auf der anderen Seite des Tisches und wurde zunächst als Autor bekannt von Light Novel Mega-Hits wie Durara oder einem meiner Lieblingswerke Bakano. Er versuchte sein Glück im Manga-Business mit Stealth Symphony. Nach dem Ende von Bleach und Naruto war das Lektorat von Shueisha verzweifelt, auf der Suche nach einem neuen Mega-Hit. Und Serien wie Demon Slayer und Jujutsu Kaisen gab es eben noch nicht. Stealth Symphony verkaufte sich tatsächlich passabel für damalige Verhältnisse, als sich Manga-Bücher generell besser verkauften. Jedoch konnte es nicht die sehr hohen Erwartungen des Verlages erfüllen. Und passabel war eben nicht gut genug für Shonen Jump. Heutzutage würde es mit denselben Stückzahlen als Bestseller gelten.
Die weibliche Mangaka Kawashita Mizuki von Ichigo 100% ist nach ihrem Kult-Classic weiterhin hartnäckig geblieben. Sie probierte es insgesamt 4 weitere Male an ihren einzigen Erfolg anzuknüpfen, unter anderem mit G-Edition, welches 16 Kapitel lang lief, Lilim Kiss mit insgesamt 24 Kapiteln, mein persönlicher Liebling Anedoki schaffte es für ganze 26 Kapitel durchzuhalten und Hatsukoi Limited hielt am längsten durch mit 32 Kapiteln. Ihren nächsten Erfolg fand die Zeichnerin erst, als sie unter Pseudonym das Schuldrama Ultramarine Siren begann, welches nach 12 Bänden jedoch ebenfalls vorbei ist. Wir bleiben gespannt, ob ihr nächstes Werk daran anknüpfen kann oder ob sie erneut Dutzende Versuche benötigt, ehe ihr der nächste Erfolg gegönnt ist. Fujimaki Tadadoshi ist ein Veteran in der Manga-Szene und vor allem für Shonen Jump. Sein bisher größter Erfolg feierte er mit dem Manga Kuroko no Basket, kurze Zeit später gefolgt von seinem größten Misserfolg mit dem ulkig klingenden Titel Robert X Laserbeam, welcher offensichtlich anhand des Namens ein Golf-Sports-Drama ist. Die Serie lief für ein ganzes Jahr, was jedoch eher an der noch schwächeren Konkurrenz zu der Zeit lag, da sich die Manga-Bände gerade mal im niedrigen 5-stelligen Bereich verkauften, trotz Fanbase und Markenname des Zeichners und somit letztendlich das Aus für den Manga bedeutete. Keine Sorge, denn mittlerweile feiert er mit den Assassinen Shonen Manga Kill Blue wieder einen gewohnten Erfolg und Verkäufe im 6-stelligen Bereich, sodass wir auch in Zukunft mehr von ihm hören werden. Yuji Kaku, Mangaka von Hell's Paradise, ist nicht nur der Assistent von Chainsaw Man-Macher Fujimoto Tatsuki gewesen, sondern selbst ein begnadeter Künstler. Fans hatten dementsprechend hohe Erwartungen an sein nächstes Werk Ayashimon. Die Zeichnungen blieben gewohnt schön mit interessanten Kämpfen, jedoch fiel die Geschichte recht schnell auseinander und wiederholte sich in der Handlung. Mit dem drohenden Aus versuchte er händeringend Cooles für die später geplanten Verlauf vorzuziehen, nur um den Fokus und auch den Rest seiner Leserschaft zu verlieren. Nach nur 25 Kapiteln war der Spaß auch bereits wieder vorbei. Dennoch bin ich guten Mutes, diesen Mangaka zeitnah mit einem erneuten, hoffentlich besser ankommenden Versuch wiederzusehen. Matsuki Tatsuya ist der Autor des Mangas Act Age, welches zugleich auch sein Erstlingswerk war, weshalb du dich vielleicht wunderst, wieso dieser in dem Video enthalten ist. Insbesondere, weil der Manga bis zum Schluss unglaublich erfolgreich war und Stückzahlen im 6-stelligen Bereich verkaufte. Act Age war auf dem guten Weg, ein Mega-Hit zu werden in Shonen Jump. Die Bewertungen waren spitze und mit 123 Kapiteln weit über den ersten verfluchten Jahr hinaus. Und dennoch wurde der Manga von einem Tag auf den nächsten abgesetzt, weil Matsuki Tatsuya verhaftet wurde, der sich an einer Minijägerin vergriffen hat. Wirklich schade, auf diese Art und Weise eine wundervolle Geschichte zu verpassen. Besonders für die sehr talentierte Zeichnerin dieser, Usasaki Shiro, die seitdem nicht mehr Fuß fassen konnte mit erneuten Versuchen. Einer der größten Misserfolge müsste wohl Collider Code sein, ein Projekt von 3 super bekannten Autoren. Watari Wataru von My Youth's Romantic Comedy is Wrong as Expected, So Sagara von The Hentai Prince and the Stone Cat und Koshi Tachibana von Date Alive. Die Idee war, dass jeder dieser Autoren in einem Cross-Media-Deal jeweils Teilgeschichten in Manga, Anime und eben Light Novels mitschrieb. Für spezielle, sodass alles zusammen ein großes Ganze abbildete, was letztendlich jedoch niemanden interessierte. Die einzelnen Geschichten waren bestenfalls durchschnittlich und es fehlte ein federführender Autor, der für das große Ganze verantwortlich war. Die verschiedenen Produktionsstudios waren letztendlich an Verträge gebunden, sodass sie mit unglaublich schlechter Qualität ihre Pflichten erfüllten, um nicht allzu viele Kosten mit diesem Misserfolg zu haben. Das Resultat ist wohl einer der schlechtesten animierten Anime, welcher dennoch zu einem Millionengrab an Verlusten führte und zur Schließung einiger der beteiligten Studios. Als Bonus eine kleine Anekdote, die nicht zu 100% reinpasst, jedoch mir wichtig genug war zu erwähnen. Shinobu Otaka ist der Mangaka von Magi, dessen Ende vorgezogen wurde aufgrund der Entscheidung des neuen Leiters vom Sunday Magazine. Er wollte unbedingt frisches Blut im Magazin, um gegen den Juggernaut Shonen Jump zu bestehen und beendete somit alle Werke, mit Ausnahme von Detective Conan. Shinobu veröffentlichte daraufhin ein neues Werk im selben Stil in einem der kleineren Schwestermagazine. Jedoch kommt ihr Nachfolgewerk Orient bei weitem nicht an ihrem einzigen Klassiker heran, wenngleich es weiterhin noch läuft und zumindest einen gewissen Erfolg feiert. Der größte Misserfolg der letzten Jahre muss wohl der neue Manga von Masashi Kishimoto sein, dem Schöpfer von Naruto, mit seinem Werk Samurai 8. Dieser bot zwar interessante Konzepte und Ideen, jedoch waren selbst seine Hardcore-Fans mit lang ausschweifenden Erklärungen rund um die Welt schnell gelangweilt. Trotz seines enormen Erfolges mit Naruto schaffte seine neue Serie nicht einmal ein Jahr durchzuhalten oder kaum mehr als 5-stellige Zahlen zu verkaufen. Ein herber Schlag für einen der Bestseller und bekanntesten Manga, sodass das Werk eingestellt wurde und sich Kishimoto wieder Boruto voll und ganz
anders zuwenden konnte, was vermutlich besser für alle Beteiligten ist, da der Manga seit Blue Vortex deutlich an Qualität hinzugewonnen hat. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob ich einen Misserfolg vergessen habe oder welcher deiner Meinung nach der größte Verlierer war.